Kambodscha also. Wir sind Alex und Alicia. Wir sind seit 7 Monaten auf Reisen in Asien und wir hielten Angkor Wat anfangs nur für einen Zwischenstopp mit eventuell einem schönen Tempel. Dass wir komplett falsch lagen, haben wir schnell gemerkt. Doch lasst uns erstmal von vorne anfangen. Falls ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, abonniert gern diesen Kanal und dann starten wir in einen schönen Tag in Angkor Wat. Let's go! Ja, wie ihr sehen konntet, mussten wir uns an diesem Tag etwas beeilen. Wir haben uns noch eben 2 Tickets geholt und dann standen wir auch schon vor Angkor Wat. Aber bevor wir da nun reingeht, muss ich euch noch eben was erklären. Wenn man Angkor Wat hört, denken viele an die ganze Tempelstadt hier in Kambodscha. Aber Angkor Wat ist eigentlich nur ein einziger Tempel. Ein ganz besonderer Tempel, aber eben nur ein Teil des Ganzen. Denn wenn man rauszoomt, sieht man, rund um Angkor Wat erstreckt sich der archäologische Park von Angkor. Das sind über 400 Quadratkilometer voller Geschichte. Das ist fast so groß wie ganz Wien. Und es gibt auch einen Grund, warum das alles so riesig ist. Denn über Jahrhunderte hinweg hat sich fast jeder König, der hier regiert hat, seinen eigenen Tempel erbauen lassen. Heute besuchen wir 3 davon und jeder hat seine ganz eigene Geschichte, so wie auch jetzt Angkor Wat. Ja, Freunde, und dann stehen wir plötzlich vor Angkor Wat. Es ist das größte religiöse Bauwerk der Welt. Es wurde im 12. Jahrhundert gebaut und das in gerade einmal 30 Jahren. Wie man das geschafft hat, weiß bis heute keiner. Manche sagen sogar, der Tempel wurde von Göttern gebaut. Es ist ein Zugang zu einer anderen Welt. Und das Schöne hier in Angkor Wat ist, dass wir diesen Tempel sogar betreten dürfen.
Und so haben wir Stufe für Stufe die verschiedenen Ebenen von Angkor Wat erklommen und haben letztendlich über das gigantische Feld von Angkor Wat geschaut. Wir haben hier und da durch die Palmen die Spitzen von anderen Tempeln gesehen und wir haben zum ersten Mal realisiert, dass wir hier völlig im Dschungel sind. Aber nun geht es erstmal weiter zu einem anderen Tempel, der auf seine ganz eigene Art besonders ist. Dieser Tempel hier wirkt deutlich enger. Alles ist durcheinander, irgendwie ziemlich chaotisch. Aber das macht diesen Ort irgendwo auch ruhig und friedlich, wenn da nicht diese Kollegen wären. Aber dazu später mehr. Wir suchen uns nun erstmal unseren eigenen Weg durch die Ruinen ins Innere. Erst als wir die dritte Ebene betreten, wird klar, was diesem Tempel seinen Namen gibt. Hier erkennt man sie ganz deutlich, die Gesichter, die über 200 Gesichter, die diese Türme schmücken. Ihr Lächeln wirkt freundlich, aber auch geheimnisvoll, so als würden sie uns anlocken wollen. Aber vor allem zeigen sie eins, sie zeigen, dass es ein ganz besonderer König gewesen sein muss, der diesen Tempel hat erbauen lassen. Er war vielleicht kreativ und manche nannten ihn sicherlich auch verrückt. Heute weiß man aber, dass es definitiv einer der mächtigsten Männer war in der gesamten Periode der Khmer. Ach ja, aber da waren ja auch noch unsere anderen Freunde, die Affen. Die sind völlig steil gegangen. Einige davon haben an Sachen von Besuchern gezerrt, andere sind über unsere Köpfe hinweggesprungen, so wie die beiden Kollegen hier. Andere dagegen waren komplett gechillt. Dennoch, wir waren froh, uns nun wieder auf den Weg zu machen, denn neben dem Chaos hat uns vor allem das Wetter ordentlich zu schaffen gemacht. Uns haben das auch vorher schon andere erzählt. Hier in Angkor Wat ist es richtig, richtig heiß und trocken und dementsprechend haben wir nun erstmal eine kleine Pause gebraucht. Und als wir da beim Essen saßen, haben wir wirklich an allem gezweifelt, ob wir jetzt noch weitermachen. Wir waren wahnsinnig geschafft von diesem Tag. Das Einzige, was uns da noch motiviert hat, war, dass wir eigentlich noch Naks Lieblingstempel besuchen wollten. Nak ist der Restaurantbesitzer von Nak Nak. Ja, es ist ein wahnsinnig sympathischer Mensch, der sich mit der Arbeit als Tuk-Tuk-Fahrer so viel zusammengespart hat, um sich seinen Traum zu erfüllen. Er hat ein Restaurant eröffnet und versucht nun gemeinsam mit seiner Familie uns Touristen das Essen der Khmer näher zu bringen. Und Nak hat eben einen Lieblingstempel, den er immer wieder angefahren ist, als er selber noch Touristen aus aller Welt durch Angkor Wat geführt hat, den wir nun natürlich auch noch besuchen. Let's go! Ja, ich glaube, ich brauche euch nicht erzählen, was hier besonders ist. Ihr seht es selbst, es ist ein gigantischer, künstlich angelegter See. Das haben die Khmer hier früher schon im 12. Jahrhundert gemacht, der zu diesem Tempel führt und ihn damals wahrscheinlich auch beschützt hat.
Und natürlich hat Nak uns auch erzählt, was für ihn hier das Besondere an diesem Tempel ist. Denn vielleicht seht ihr hier diese 4 Wasserbecken. Sie zeigen alle in eine Himmelsrichtung und stehen gleichzeitig für die 4 Elemente, für Erde, Wasser, Feuer und Luft. Zusammen sollen sie im Gleichgewicht stehen. Ein Besuch hier im Tempel soll zu einem Gleichgewicht von Körper und Geist führen und somit der Gesundheit helfen. Und Nak, ja, für Nak war Gesundheit nun mal das Allerwichtigste. Gesundheit für ihn und seine Familie. Ich wünsche ihm vom Herzen alles Gute. Hoffentlich wird sein Restaurant erfolgreich. Vielleicht kann ich ja auch noch mal irgendwann hin und ihn noch mal besuchen. Mich würde es auf jeden Fall mega freuen, wenn du mal in die Kommentare schreibst, welcher Tempel dir am besten gefallen hat oder was dich am meisten überrascht hat. Für mich war das auf jeden Fall die schiere Größe von diesem gesamten Komplex. Falls dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und falls du keine weiteren Abenteuer verpassen möchtest, auch gerne ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!